Egal. Jedenfalls sind wir beim letzten Mal ein bisschen stehen geblieben. Und weil ich halt irgendwie nicht den letzten Hinweis nicht gefunden hatte, nicht gebraucht hätte, um das zu öffnen. Und nach einer halben Stunde rumrennen hatte ich irgendwie echt keine Lust mehr. Und ich war eigentlich schon so gefrustet, dass ich nur dachte, okay, vielleicht lasse ich es einfach, aber das kann ich ja auch nicht machen. Das wäre richtig dämlich. Deshalb habe ich mir ein Walkthrough angeguckt, bis zu der Stelle, wo mir der Hinweis gefehlt hat. Und ich war dumm. Erneut war ich dumm, denn ich habe ja des Öfteren vergessen, auf den Briefen diesen Selection Mode zu aktivieren, weil ich irgendwie nicht gecheckt habe, dass es halt bei manchen geht und bei manchen nicht und so. Und wenn man das hier anklickt. Ja, voll. Oh, ich glaube, das Spiel ist ganz schön leise gegenüber meinem Mikro. Reguliert das mal ein bisschen hier. Vielleicht so. So, mal gucken. Ja, und das wäre es gewesen. Und ich renne hier die ganze Zeit rum. Also ohne, dass ihr es natürlich mitbekommen habt. So, ich wollte euch ja jetzt nicht unbedingt mitnehmen, wie ich die ganze Zeit durch die Gegend renne und den Kackhinweis nicht finde. Bin hier von Hotelzimmer zu Hotelzimmer und ich habe halt einfach nicht dran gedacht, dass ich diesen doofen Selection Mode hätte aktivieren müssen. Aber gut. Jetzt haben wir das. Das heißt, ich habe mir das aufgeschrieben. Oh. So, das ist alles. Mann, Verzeihung, ich komme ständig gegen das Mikro. Das war Horror. Horror. Also GR. GR ist der Anfang, weil das Halsband war von der Katze. Das heißt GRIS. So. Damit haben wir das. Man ist schon wieder gegengekommen. Und dann können wir jetzt auch weitermachen. Ich muss nur gerade noch überlegen. Irgendwo war dieser Koffer dazu. Es sind zu viele Hotelzimmer, okay. Ich komme damit nicht klar. Gucken wir doch mal. War das hier? Nee. 505 war es auch nicht, weil da wohnt der Creepy. Der Creep, meine ich. 504 war es auch nicht. Okay. Das war der Raum mit dem Nebenzimmer. Dann kann es ja eigentlich nur 509 gewesen sein. Stimmt, weil da wohnt ja auch das Ehepaar. Da war ja der Koffer drin. Und irgendwie habe ich das beim letzten Mal gar nicht so richtig gecheckt, aber hier war nun das Ehepaar drin. Da stand irgendwie I'm sorry. Und ich habe das ist mir erst hinterher aufgefallen, dass halt die Frau von dem Typen, also ne, die Frau also der weibliche Part des Ehepaars, dass die halt mit der anderen Frau in dem anderen Hotelzimmer halt einfach früher irgendwie eine Affäre hatte. Oder die halt zumindest angebandelt haben und die eine sich dann entfernt hat und jetzt treffen die sich hier wieder so. Also ich weiß halt nicht, ob ich das beim letzten Mal schon angemerkt hatte. Ich glaube ja, oder? Ach, keine Ahnung. Ist aber auch schon zu lange her irgendwie. Aber ist ja Wurst. So, jetzt können wir das hier öffnen. Hä? Geh doch rüber. Ach so. Schultertasten. Ja, ich weiß, es geht doch nicht auf. So. Ja. Oh mein Gott. Hey. That novelist, Bridget Boswell, is actually you, Marcella? Oh mein Gott. Wie viele Seiten hat denn das? Oh, Anne, I Oh mein do Gott. like a happy ending. Ups. I just hope that's where your story is headed. Sorry, ich wollte eigentlich jetzt hier gar nicht so schnell. Ich dachte, das wären halt jetzt nur... Oh, so you came to Montreal under the pretense of celebrating your wedding anniversary, but all along you meant to reunite with Anne. Oh, ja, das lesen wir jetzt gleich nochmal.
Ich habe nicht damit gerechnet, dass dass es wirklich so viele sind. Ich dachte, es wären nur so 3 Seiten. Oh Gott, viel zu lesen. Oh, ich bin noch nicht ganz auf der Höhe, okay? Also, judge mich nicht. Okay, 56 war bevor das hier, glaube ich, stattfand, ne? Wir sind, glaube ich, in 58. Dear Marcella, or should I say Bridget, you know I prefer a good old crime story, but last week I came upon a romance novel with an intriguing title and they were roommates. Oh nein, das handelt von denen. I bought it on an impulse at a train station and read it from cover to cover during the journey. Can you imagine my surprise when I recognized our story? Oh my god. You may have changed the names and locations, but all of our moments are there. Our endless discussions in the room, our first date at the theater, our trip to Quebec City. You often said writers are thieves, but I never fully understood until now. It has been almost 10 years since I received your last letter. The letter that painted our relationship as nothing more than a summer fling. At first, I could not believe you had written those words. Then I waited in vain for your answer and had to accept your love for me had never been real. Oh. For many years, I was broken-hearted, angry, confused. I questioned the nature of our feelings, of our attraction, and made many wrong decisions. But this book, your book, am I foolish to think it's proof you really loved me? In any case, I hope you are well, and I'm happy to see you accomplish your dream of becoming a writer. Très sincèrement. Oh, das ist so süß. Warum ist alles, was die sich so hin und her schreiben, so wholesome in dieser Story? Ich liebe alles daran. Ich meine, natürlich ist es offensichtlich, dass ich halt bei Lesben-Stories ein bisschen mehr mitfühlen kann und dementsprechend das halt irgendwie schön finde, halt, wenn das passiert. Je nachdem, wie es halt natürlich passiert so, aber ich weiß nicht, irgendwie finde ich das auch in diesem Spiel, das ist einfach alles so süß geschrieben, so. Das können andere Spiele irgendwie nicht, finde ich. Wieder 56. Dear Marcella, I didn't expect you to reply to my letter, but I'm happy to see I was wrong. Your words have comforted me in a time of great distress. If only Louis was half the man you say Hector is. He has quite a temper and hits me frequently. I'm willing to put up with it as long as he doesn't hurt Michael, but there are some days when it becomes almost unbearable. Oh. The other day I dreamt of our first date. We were matching, the postman only rings twice again, but suddenly we were in the movie. You were Lana Turner and I was John Garfield, and we were both plotting to kill my husband. I hate to admit it, but I almost hope it was premonitory, okay. To answer your question, I do still have our box. My brother is currently in Atlanta for work, and I was thinking of going to see him with Michael next month. If you are able to meet me there, we could open the box. Okay. Also, to open the box together and laugh to the silly things we thought important all those years ago. I hope to hear from you soon. Très sincèrement. P.S. Do you remember that secret language we involved so Sister Miller couldn't understand the notes we passed during a class? I still do. So. Können wir das noch rausfinden mit den Sachen, die wir jetzt aktuell noch haben, die ich hier aufgeschrieben habe? Nee, ich habe irgendwie nur die Hälfte aufgeschrieben. Also, das vorletzte ist ein D. Wieso habe ich mir nicht das komplette Alphabet aufgeschrieben, Mann? Das ist so nervig, jetzt muss ich jedes Mal zurückgehen. Oder habe ich mir davon mal einen Screenshot gemacht? Vom Screenshot mit dem Handy, ey. So ein Boomer. Also ich meine, okay, ich bin alt, ich darf das.
Das ist alles was anderes. Das ist es auch nicht. Das ist alles Rust. Oh, nee. Ich habe mir nur mal was abfotografiert, was ich übersetzen wollte. Geil. Okay. Das heißt, ich gehe noch mal kurz rüber zu dem anderen Dingens da, zu dem anderen Tisch. Das ist ja direkt nebenan. Oh Gott, ich hoffe, ich habe jetzt keine Dings getriggert. Nein! Ah. Okay, wir gucken nochmal hier rein. Dann fotografiere ich es halt jetzt und dann versuchen wir es vielleicht danach rauszufinden, sofern das noch geht. Dann mache ich doch wieder davon ein Foto. Wenn ich alt bin und kein Snipping-Tool benutze. So. Dear Marcella, thank you for sending me a signed version of your last novel. I think it's your greatest work yet, but I do have a few comments to help make the next story even better. First, the next one even better, habe ich doch gesagt? Na, egal. First, I believe Rose should be more concerned with what she deserves than what her husband deserves. He may not deserve the pain she will cause by leaving him, but they both deserve to be happy, meine Güte. And they won't be as long as they remain together, as long as she doesn't listen to her own needs. Also, I think it would be great if your next novel ended on a more positive note. Imagine if Rose left her husband and rode into the sunset with Eve. Imagine if they went to New York or Los Angeles, some place where people like us are tolerated. Aww. Imagine if they got to have their happy ending. It would be the best story ever. I hope you will consider it. Aww. Très sincèrement. And P.S. Heißt hier N? Ich weiß gar nicht mehr. P.S. I know you say invisibility protect us, but don't you just wish to be seen sometimes? Wouldn't you like people to know you are Bridget Boswell, to recognize you on the street, to recognize you for your work? Why not publish your next novel under your own name? Oh, das ist auch die Frage, ob das dann so populär wird, ne? 13. Januar 58, das ist jetzt gar nicht so lange her, ein Monat ungefähr. Dear Marcella, I left the house. I left Louis. I couldn't take it anymore. I couldn't lie anymore. How do you do it? How do you manage to live a double life, to hide your work and your novels from your husband? I had so much less to hide, and yet... Michael and I are staying at the Clarington Hotel until we find a place to stay and the divorce is done. I don't know how long it will take. Could you come and see me in Montreal? I really need you by my side right now. Très sincèrement, A.P.S. I wouldn't put it last Louis to scour every hotel guest book in the region looking for me under his surname. So I've registered under the name Beaumont. Ah! Deswegen auch immer die Frau irgendwie, oder Miss Beaumont, und sie möchte nicht gestört werden, weil die halt inkognito da ist. After all this, turns out you're a fan of Bridget? Of Marcella? That's a lot sweeter than I expected. Wie viele Seiten? Wenigstens liest es sich ganz, ganz schön. 57, also vor einem halben Jahr ungefähr. Dear Marcella, although you don't know me, I think I can safely say I'm your biggest fan. Your novels have literally changed my life. After the war, I spent almost 10 years in a psychiatric hospital because of panic attacks. Oh, Panikattacken sind so scheiße, ey. None of the treatments were working and I wasn't getting any better. I became friends with one of the nurses who started lending me books so I could pass the time. I didn't really like the first notes, but when I picked up Bridget Boswell's first novel, your novel, I had never read such a beautiful love story. It almost brought tears to my eyes. I immediately urged the nurse to get me more of your books. Believe it or not, the more I read them, the less panic attacks I had. The doctors thought it was their new medication finally working, but I knew the truth. Your novels gave me the courage to get in contact with Lindsay, a friend from the war. I always felt
for him the same way your characters feel for each other, but I had never dared telling him. Now I have, thanks to you. The thought of seeing him again is what motivated me to get better and leave the hospital. I hope to hear back from him soon. After my discharge, I wanted to thank you for everything you've done for me. I've discovered Bridget was a pseudonym, so tracking you down took longer than I thought. Fortunately, I'm very patient and resourceful man, and I never give up. Do you think we could meet? I have so much to tell you. Oh my God, what the fuck? Also, ich hoffe trotzdem, dass er der Meinung ist, er möchte gerne mit Lindsay was machen, aber warte mal, Paul? Hieß Paul nicht der Typ aus dem anderen Hotelzimmer? Der Stalker? I'm glad you were able to open up to Marcella like this. Everyone needs someone to talk to. Dear Marcella, thank you for answering my letter. I realize now how unsettling it must have been for you. Please forgive me for tricking your editor into giving me your address. I know I shouldn't have done that. I wanted to thank you as well for your encouraging words concerning Lindsay. I still haven't heard from him. Achso, ist ein Typ. And I'm starting to fear I might have the wrong address. I wish I could take a train to Virginia, but that's not an option right now as I can barely pay the rent. I guess I will have to find a job. As a kid, I dreamt of being an actor, a Hollywood star. I know it's a foolish dream, but what else can I do? What am I good at? I've tried getting some odd jobs already, but employees turn me down as soon as they learn where I spent the last 10 years of my life. Oh Mann, ich bin so dumm. Natürlich ist es der Stalker Paul, der war doch 10 Jahre lang im Krankenhaus. Und ich check das erst mit dem Namen, Mann. So im Krankenhaus und keine... gut. Egal. Ich hab's jetzt gecheckt, ja. Das ist der Stalker Paul. Der schreibt hier anscheinend interessante Briefe. Then here's my last life. If it continues like this, I'll probably end up on the street like so many of my army buddies. Why am I telling you all this? After reading your books and getting to know you through them, I tend to forget I'm only a stranger to you. I hope you don't mind. You seem to be a good listener, and I've been feeling rather lonely ever since I left the hospital. Anyway, please tell me more about your life, and do not hesitate to write long letters. I must have read your previous one 1,000 times already. Oh my God. Oh mein Gott, ist das unangenehm. Oh. Advance on my salary. So Marcella hired you. But what for? What the fuck? 5. Dezember. Das ist jetzt ungefähr 2 Monate. 2,5 davor. Dear Marcella, I've just received a letter from Lindsay's mother. She tells me he's dead. Words cannot even begin to describe how empty I feel. He died 2 years ago, before I even sent my first letter. Oh. He will never know my feelings for him, and I will never know if he could have loved me back. I guess I should have known this would end the pain, just like your novels. I wish I had Lindsay's ability to find beauty everywhere, even during the war, amidst the death and chaos. He would marvel at the forests of Germany, at the sun, the birds. He loved birds so much. He could identify them just by listening to their song. Meine Güte, Franzi, was schreibst du mir jetzt hier gerade alles? Ach so.
Musste kurz Franzi einen ärztlichen Ratschlag geben. Was heißt einen ärztlichen Ratschlag, aber... Hä? Ach, meine Güte. Vom ärztlichen Ratschlag, als wäre ich ein Arzt. Oh. Hier wurde Blut abgenommen und die hat jetzt irgendwie einen fetten Bluterguss unter der Haut. Sieht irgendwie nicht gesund aus. Ich dachte erst, sie meint irgendwie, ob das normal ist, dass nach der Impfung halt die Stelle angeschwollen ist, aber ist eigentlich klar. Wirklich. Schreibt mir so zu Franzi, ja, weiß ich nicht genau, hatte ich halt bisher noch nie nach einer Blutabnahme sowas. Und sie nur, ja, Blutgerinnsel direkt ab ins Hirn. Wirklich, ey. Achso, zur Info. Morgen Abend, also Donnerstag, vielleicht wieder so ab 19 Uhr, ist zumindest geplant, Little Hope weiterzuspielen. Ich muss halt natürlich noch drauf gucken oder halt schauen, wie es Franzi morgen geht, weil sie ist diejenige, die halt immer früh raus muss, weil sie Frühschicht hat die Woche. Dementsprechend müssen wir halt schauen, ob sie halt wirklich fit genug ist, ob sie eventuell nochmal Mittagsschlaf halten muss, ob sie sich danach auch fit fühlt. Aber ihr macht es halt an sich auch wirklich sehr Spaß, das zu streamen und so. Und sie hatte eigentlich übelst Bock drauf. Sie wollte eigentlich auch schon gestern, beziehungsweise vorgestern, aber da hatte ich so 2 Downer-Tage und hatte irgendwie nicht so, also ich hatte schon Bock, aber ich wollte lieber Minecraft zocken. Deswegen haben wir das die letzten beiden Tage gelassen und heute gucken wir dann auch noch was anderes, weshalb wir dann heute leider nicht können. Aber morgen ist es zumindest geplant. Dann sind wir zumindest beide echt gespannt, wie es da weitergeht, weil das Spiel war ziemlich geil. Yeah. I have to admit, your proposal took me by surprise. I was hesitant to leave home at first. I was afraid to miss Lindsay's answer, but now there's nothing keeping me here. I'm desperate for anything that will help me forget the pain, but I don't have enough money to make it to Texas. Do you think you could give me an advance on my salary? In spite of everything, I'm really excited to know I finally meet you. Ja, stimmt. Also, für was wurde er dann bezahlt? Oh, ich kann wieder diesen Dings-Mode aktivieren. Oh, Lindsay's a man. Ja. Yeah. I guess it was presumptuous of me to think otherwise. Das ging mir tatsächlich genauso. Sophie. Okay, mehr ist hier nicht. Kann ich... Ach so, der macht das auch wirklich nur bei den Seiten, wo es geht. Oh. Ach so. Ja, ist okay. Gut, ich verstehe. So, wir haben das gelesen. Das daneben haben wir auch gesehen. Jetzt kommt eine Cutscene, oder? Ja, also klar. So, let me get this straight. Mrs. Beaumont and Mrs. Cruz are some kind of star-crossed lovers? Seems like it, yeah. But I'm not sure whether they chose to meet here just to reconnect for a few days, or if there's something more to it. Well, I may be able to help with that. Really? How? Oh, some mail arrived earlier for Mrs. Beaumont. Open it! Ach Mann, ich will eigentlich nicht so offensichtlich sein, ne? Aber... Open it! You've opened it, right? Me? Disregarding someone's privacy? Of course I did. I'm a bad influence on you. Or have we been bad influences on each other? I guess we'll never know. So,
What's in it? It's 3 train tickets. And, there's a tourism pamphlet for California. California. Well, it makes sense. It's much more progressive there than it is here. So, Anna and Marcella want to go there to live their love freely. Anne and Marcella, huh? You 3 are best pals? Well, after reading so much of their correspondence, I kind of feel like I know them, you know? Yeah. But what about Mr. Morgan, though? I mean, Paul. How does he fit into all of this? Ja, das ist, ja, also ich könnte halt sagen, er war ein Fan oder halt, okay, er ist ein Fan. Turns out he's a big fan of Marcella. Is she a celebrity or something? Remember that Pulp Fiction I found in Paul's room? Well, she wrote it under a pseudonym. I think her books gave Paul a chance to get out of his own head while he was staying in a psychiatric hospital. Huh, I see. He's still kind of a creep, though. Couldn't he have stuck to fan mail? Stalking her like that. That's going too far. And why did he have those pictures of you, anyway? I guess we'll never know for sure, but I don't think it was ever about me. It's always been about Anne and Marcella. Exactly. Well, it feels a tad anticlimactic, but who needs drama, right? At least it made our day pretty interesting. It sure did. You know, after today, I think I get why you're so interested in the lives our guests lead. I try to forget they exist as soon as I'm done interacting with them. But once in a while, it's nice to remember that, well, even the most put-together person could be an absolute mess on the other side of the door. Ah, ich habe ja drauf gehofft, ne? Let's go flirting. What about you? Who is Beth Lambert when no one's looking? I like to think that with me, what you see is what you get. But maybe an extra snoopy super sleuth could uncover a few more layers. Maybe ones I didn't even know I had. Challenge accepted. Come see me when your shift ends, all right? We could leave together if you want. Sure. If we're able to. With all that snow, I'm thinking maybe we'll have no choice but to spend the night here. Ooh, a sleepover. We could set up a pillow fort on the mezzanine. A pillow fort? We do work in a hotel, you know. There are actual beds here. I know, but isn't my way so much more fun? Well, we could take a page out of Michael's book and decorate it, and then spend the night throwing stuff at Bernard whenever he comes through the lobby. Oh, now you're talking. I just have to finish my tasks for the day, and then I can leave. Man muss schon sagen, sie hatte schon echt viel Risk gehabt, ne? Also, alleine. Gott, ich war den Aufzug gehört und dachte so, okay, jetzt ist vorbei. Schnell fotografieren. Oh, oder der ist kaputt, weil der klingelt die ganze Zeit. Hi, Franzi. Wieso bimmelt das denn die ganze Zeit? Stop it. Achso, was hat sie gesagt? Ringing. Sounds like the elevator doors are jammed. Achso, okay. Sie will genau das tun, was ich jetzt auch tun wollte. Ich finde es so krass, wie die das in dem Spiel hingekriegt haben, dass die so sneaky flirtet, ey. Ich meine, ja, das haben Frauen des Öfteren schon ziemlich drauf. Aber die hat wirklich, also, das, keine Ahnung, es macht mich voll sprachlos so. Wird jemand so mit mir quatschen? Ich glaube, ich wäre da auch irgendwie völlig verwirrt und, mein, wieso was ist denn mit der Kamera los? Ich kann die nicht mehr drehen.
What the fuck? Oh mein Gott, bitte nicht. Bitte lass nicht den Typen angeheuert haben, dass er den Mann umbringt oder so. Fuck. Oh. Warum? Du musst ihn doch nicht umbringen lassen. Holy fuck, ey. Mr. Cruz? Oh, ich übersteuere. Mr. Cruz. Na toll. Jetzt die Aufnahme am Arsch. Oh God. Oh God. What happened? Ist es jetzt besser, Franzi? Ich glaube, das ist halt noch, weil das von unserem, ja, wenn du lauter redest. Aber ist nicht so schlimm. Okay, naja, ich habe jetzt trotzdem ein bisschen leiser gemacht. Ich glaube, das ist jetzt eh so die Einstellung, wie ich es vorher immer hatte. Das ist halt noch durch unsere Horror-Streams. Da musste ich immer ein bisschen lauter machen, weil wir weiter weg vom Mikro sitzen. Mr. Cruz's life insurance policy. Why did he have this on him? Oh Gott. Die wollten sich ein schönes Leben machen und jetzt müssen die in den Knast. Marcella? Okay, let's not jump to conclusions. Macht doch nicht so einen Mist, ey. Ihr hättet einfach gehen können. Einfach gemeinsam gehen, so wie die andere dem macht. Scheidungspapiere unterschreiben und schicki ist, weißt du? Und stattdessen machen sie noch so einen Mist wie Lebensversicherung, damit die schön die Knete einkassieren kann. Oh. Is this about Paul? Does that mean... Ich höre dich halt direkt in meinen Ohren drinne. Ja, es ist ja eigentlich auch die beste Art und Weise, einen Stream zu gucken, ne? 16. Februar 58. 16. Februar ist heute, oder? Dear Mr. Cruz, thank you for reporting that guest's unacceptable behavior. We will look into it as soon as possible. However, I regret to inform you that we cannot divulge a guest's personal information regardless of our guest's behavior. I'm sure you will understand we are very concerned with our guest's privacy and our staff prides itself on its discretion. Please contact us should that guest bother you again. Yours sincerely, Bernard. Also hat er sich eventuell über Anne beschwert? Ja. Mehr kann ich nicht inspekten, oder? Nö. Oh. Wieso nimmt das Spiel denn jetzt so einen Turn? Die ganze Zeit war es voll schön. Also, es ist voll schön, aber am Anfang war es creepy und dann war es schön. So viele Handabdrücke auch. Hat sich der Typ so krass... Oh mein Gott. Er wurde da gekillt und ist noch nach vorne gerobbt, oder was? Oh. Oh mein These Gott. look like Marcella's pearls. What happened here? Ist das die Frage, schmeiße ich die weg, damit Marcella damit davon kommt? Damit es vielleicht nicht Marcella war? Komme ich dann in den Knast? Ich meine, mir ist scheißegal. Obwohl, nee, ich hab Beth. Ah. Ich hab Beth. Kippen. Oh. Hä? Ah. A.B. and Beaumont. Oh. Ich meine, okay, ich werde das Spiel wahrscheinlich privat dann eh nochmal spielen und nochmal die restlichen Trophäen holen und so. Weil
weiß halt nicht, ob es auch mehrere Enden gibt oder nicht. Oder ob sich halt nur das Spielverhalten verändert, je nachdem, was man tut. Achso, ich kann hier nichts tun. Ich kann es nicht mal öffnen, um zum Beispiel zu sagen, okay, der Film ist zerstört oder so. Oh Gott. Oh, da ist bestimmt was. Oh. Wir brauchen den hier. Should I hold on to this, maybe? Erstmal gucken wir uns das an, weil da wird bestimmt wieder eine Dings getriggert. Lindsay's death really hit him hard. He hasn't been in the best headspace. Ach du Scheiße. 14. Februar, oh Gott, Valentinstag. Montreal's much bigger than I had expected. Big cities always make me feel lonely, and that feeling was only exacerbated this morning by the fact that everyone around me was speaking a language I could not understand. I bought an English-French dictionary at the train station, but I don't think I need it after all. English speakers seem more common in the downtown area, thank God. The hotel is nice. When I arrived, the whole staff was busy getting ready for some big event. It wasn't until I saw Marcella enter the lobby with a flower bouquet that I realized today is Valentine's Day. Hector and her were gone in a flash, and I was left feeling more alone than ever, wishing Lindsay was here with me. Helping Marcella out these past weeks has been a great distraction, but it still hurts so much every time I think about him. I had hoped the pain would have gone by now. I probably need a double dose of Miltone to sleep tonight. Ich hoffe, er braucht die nicht mehr. Ich habe sie weggeworfen. Just needed to pass the time while Marcella was away. That's why he was observing us. 15. Februar. Today I wanted to follow Marcella and Hector out of the hotel, but the sidewalks were so packed with people that I started having a panic attack. I tried taking a cab, and that's when I realized I was all out of money. It's been a while since Marcella's last payment, and the hotel room was more expensive than I had anticipated. I couldn't resort to selling the camera, so I decided to pawn my victory medal instead. Oh, it was hard letting it go after so many years, and yet it also felt strangely liberating. Maybe it's a sign I shouldn't be holding on the past so much. To fight boredom until Marcella and Hector's return, I started looking at the hotel stuff. I heard Andrew and Beth at the reception desk discussing books and movies. They both seem like nice people. I wish I had found the courage to join her conversation. When you look at people all day and they never look back, you start feeling invisible. I noticed that Sophie, the maid in charge of cleaning the 5th floor, seems to share my interest for other people's lives. Maybe I should try talking to her. Lol. Paul was hiding out right here. Did he ever find the person who was sneaking out at night? 16. Februar. Who's sneaking out of the room every night? The question has been driving me crazy since the first night at the hotel, so tonight I decided to investigate. I found a hiding spot near the ice machine with a nice view of the whole corridor. My camera's at the ready, but there's been no movement for at least 3 hours, and I'm fighting not to fall asleep. No need for Miltone tonight. I thought being a detective would be more exciting. Maybe Marcella's right. Maybe it's time I let go of Mr. Spade. 9:45? So, Anne and Marcella met here this morning while I was busy cleaning room 504. 504? 17. Februar. Achso, das ist dann heute, okay. I awoke around 9:30 a.m. and realized I had fallen asleep sometime in the early morning. I was about to get back to my room when the guests from room 507 came to sit on one of the chairs close by.
She's been there ever since, and I don't dare leave my hiding spot in front of her. Marcella joined the guest from 5:07 around 9:45. Apparently, she told Hector she didn't love him anymore, and he's now convinced she's been cheating on him. That explains why he assaulted me out of the blue yesterday evening and accused me for having an affair with his wife. Falscher Typ, falsches Geschlecht, Junge. The guest from 5:07, I've learned her name is Anne, has just said she might have an idea how to solve their problem. I'm thinking of revealing myself, but I don't want to anger Marcella. The longer I wait, the more awkward it will be when I don't come out. Maybe I should. Looks like Paul had to stop writing in a hurry. What happened? Ach so. I was listening to the radio at the time. Did the music drown out the noise? Ach so. 504 war das allererste Zimmer, was wir sauber gemacht haben. Wo der Typ gewohnt hat, der übelst viele Schulden hatte oder so. Wahrscheinlich. Oh, so Paul's work with Marcella was to follow her around like a private investigator, to help her with research for her novel. Okay. 22. November, also wieder ungefähr ein halbes Jahr her. Dear Paul, I'm sorry to hear you are in such a dire situation. You seem to possess a lot of useful skills, and it's a shame employers cannot see past your medical history. But don't despair. I've been writing novels for almost 8 years now. My publisher takes most of the sales revenue, but I was still able to collect a substantial sum of money over the years. Now I would like to use that money to hire you. I'm getting tired of romance novels, and I'm thinking of branching out into crime fiction. As a sort of research, I would like you to follow me around town and take notes of my comings and goings. I'm aware this is a very unusual job, but considering you were able to track me down, I believe you would make a great private detective. In addition to your salary, I will cover all work-related expenses, and you would, of course, be the first to read the manuscript once it's finished. Eigentlich eine richtig nette Idee von ihr. Muss man sagen. Paul really got into his role. Der 13. Januar, das ist wieder ein Monat her. Dear Paul, I hope spying on me isn't proving too exhausting. You've really inspired me so far, and I already have tons of ideas. The trench coats you bought were a nice touch. You look straight out of a film noir. I also noticed you started smoking. It's probably another way for you to get into character, but maybe that's pushing it a little too far. You know best, of course, but don't pick up drinking next. At this rate, I should be able to start writing in 2 or 3 weeks. Thanks again for your help. He followed Marcella to Montreal even though she was done with her research. Paul, why did you follow me to Montreal? As I already told you, I do not require your services anymore. I'm starting to worry you're taking your role a bit too seriously. You are not a real detective. You have to let go. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Was soll ich tun? Soll ich das alles behalten? Soll ich das alles wegwerfen? Obwohl, eigentlich heißt es ja, dass der Typ ihn wahrscheinlich umgebracht hat, ne? Dann wird den Mädels... Wieso kann ich das nicht öffnen? Ich habe doch ein Dings dabei. Gut. Dann haben wir das hier. I have to get the power back on. Ach so, okay. Sie will... Achso, na gut, sie muss ja nun vorher erst das Dingens hier anschalten, bevor sie... Warte mal, hä? Nee, 504? Und dann sah es hier noch nicht so aus. Das muss ja irgendwie gerade erst passiert sein.
Aber es stand ja auch dann in dem anderen Brief, dass die schnell weggerannt sind. Vielleicht ist das ja irgendwie der Grund dazu. Hier gab es irgendwo Treppen. Stairs, da lang, okay. Also ganz check ich die Timeline noch nicht. Weil ja nun bis vor kurzem hier noch nichts war. So, und plötzlich ist es da, aber vor allem, weil ich ja dann vorher auch noch durch die Gegend gerannt bin, um den Hinweis zu suchen. Ja, hier sind ja keine Stairs. Ups. Bin ich jetzt irgendwie dran vorbeigelaufen? Jedes Mal dasselbe hier. Da nicht. Hier ist ein Hotelzimmer. Da ist eins. Das, hä? Zeigt der Pfeil in die andere Richtung? Nee. Ach so. Ach so, oder ich muss in den Raum, weil da die Sicherung drin ist. Ach ja. Aber eigentlich hat sie ja damit nichts zu tun, weil sie schnüffelt ja nur. Also warum sollte sie dafür ins Gefängnis kommen? Eispick oder Screwdriver? Oh, das andere war ein Eispick. Oh, wieso habe ich den mitgenommen? Wollte ich eigentlich gar nicht. Dann nehmen wir mal ein Eispick hier. That worked, thank God. Ah. Now, to get the power back. Ach, shit. Ich wollte doch eigentlich in dem einen Zimmer das nochmal... Habe ich das nochmal abfotografiert, was da stand? Ah, hier. Moment, was war das andere? 4 ist gleich... Ich schreibe mir das so mal kurz auf. Ich will nur wissen, was da steht. Es ist nicht so, als wäre das krass informativ. Aber mich interessiert halt die Story mega dahinter. Wir haben 4 ist gleich Welle 4 Note 05. So, das Ganze heißt I S I Nee, Moment, hups. I S Wellenlinie ist T. Dann wieder I. Dann zweimal die Note. Ist zweimal L. Oh Gott. Ach so. I still do steht da. Ah, also in dem Brief stand ja dann irgendwie, erinnerst du dich noch an die Geheimschrift, die wir halt früher benutzt haben? Und dann hat sie halt eine Geheimschrift geschrieben. I still do. Schon cute. So. Okay, dann haben wir das auch. Doch, das sind jetzt neue Zettel. Eugene Bernard tells me there's a cold draft. Nee, doch nicht. Das ist das. Das ist, was wir schon gesehen haben. Ja. Ich gucke mir nur vorsichtshalber alles an. Nicht, dass irgendwas dazugekommen ist. Ja, genau. Clarrington. Daraufhin ist er sauer geworden. Okay. Oh. Okay. Sind alle irgendwie immer so unglücklich zum Teil mit den Fotos, aber ich weiß ja nicht, ob es irgendwie auch noch die Zeit war, wo man dann halt übelst lange stehen musste, bis man ein Foto fertig war, oder ob es dann nicht mehr ganz so lange war. Kann ich mir schon vorstellen, dass man dann ein bisschen pisst ist irgendwann. Was ist das? How did this end up here? Ist das Blut? Nee. Safe Combinations. Oh. Ja, stimmt. Warum ist das hier? Das sollte doch eigentlich an der Rezeption liegen. Und deswegen hat Beth das nicht gefunden. Used without the rest of the code. Unless those numbers I found in the laundry room, could they be part of the same combination? 509. Okay. Eugene, what I would give to have you with me right now. Your note will have to make do.
If there's... Press X to remove... Achso. Die Sicherung. If there's a power outage and I'm busy preventing another part of this hotel from collapsing, that's what to do. Check fuse box plan for required amperage of each socket. Remove all blown fuses from sockets. Tip: blown fuses are usually blackened. Screw in new fuses in sockets. Make sure amperage is correct. Flick big lever to restore power. Oh Gott. Ja, die ist auf jeden Fall fertig. Und das war's wohl. Die eine. Place Fuse S, Fuse G, Fuse G. 15 Ampere. Okay, das muss 15 sein. Und da ist ein Tape A. Das heißt, ich mache jetzt Fuse A rein. Ach so. Ja, sorry. Ich habe nicht dran gedacht, dass ich die aufsammeln muss. Die liegen schon die ganze Zeit hier. Seitdem ich in diesen Raum kann, liegen die hier alle. So, aber jetzt. Muss 15 Ampere sein. Dementsprechend nehmen wir Type A, weil das auch schon 15 Ampere ist. Achso, R2. Oh mein Gott, okay. Remove all blown fuses. Screw in new fuses. Make sure. Okay, dann gucken wir mal, was geht. No power. Hä? I think I need to change all of the blown fuses. Aber... Ach so! Weil da hier Type Dings und Type Dings... Oh, das heißt, dass sie schwarz sind. Man kann halt nicht mehr lesen, was da drinne war. 30 Ampere hat auch unten rechts das Typ G. Und dann haben wir hier unten, das sind 20 und 20 ist Type S. So, jetzt aber. Ja. Danke für die Trophy. Ja. Will sie jetzt Beth anrufen? Power's back. Now I should go down to the Ja. lobby. Call the police. Ach so. Da war ja immer noch das Problem mit... Is there anything I've forgotten? Once I leave this floor, I probably won't be able to come back. Oh, okay. Das ist jetzt sozusagen... Sammel noch irgendwas, wenn du kannst. Ansonsten ist Game vorbei. Oder was? Oh, ja, stimmt. Die Safe-Kombination. Die hatte ich schon. Das war schon offen, ne? Ja. Mal weg hier. Mach mal zu, die Scheiße hier. 509. Sie wollte den Safe in 509 noch checken. Warum auch immer, weil eigentlich, glaube ich, kein Hinweis irgendwie existierte, dass in 509 auch wirklich was zu finden ist. Aber wir schauen. Ach so. Taste für Hinweise war oben. Okay. Basement, Fifth Floor. Müsste das eigentlich hier vielleicht irgendwo dabei sein? Da. 23,4. Ah, warte mal, was hat sie gesagt? Mit irgendwelchen Buchstaben? I have to contact the police. I should be able to call from the front desk. Nein, nicht die Polizei anrufen, Mann. Du wolltest hier noch die Safe-Kombination rausfinden. Ich habe vergessen, was du gesagt hast, wo du reingucken wolltest.
Sie hat irgendwie gesagt, hier gäbe es irgendwas, wo Nummern waren. Und das könnte doch die Kombination sein. 48. Dann schreibst du ja auch immer alles auf, ja. Aber vielleicht ist es, ja, ich muss es mir aufschreiben. So, die erste Zahl ist eine 23. 23 und eine 4. Weiß jetzt nicht genau, was die 23 zu bedeuten haben soll. Aber vielleicht ist es halt 14 und 48 wäre jetzt so eine Idee. Weil das ist ja deren gemeinsamer Save gewesen eigentlich. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass sie den nur für sich benutzt hat. Hier steht gar nichts. Da auch nicht. Aber was bedeutet dann die 23? Außer es ist halt irgendwo hier bei den Dokumenten und sie hat den Save doch insgeheim für sich benutzt. Nee, das sind nur die Hinweise für die Buchstaben. Nee, die Buchnummer ist auch nicht. Okay, wir gucken nochmal hier rauf. 16. Oktober. Gucken wir nochmal hier durch. 4. Februar. 25. März. .50. 13. Januar. Also es ist zumindest nicht so, dass ich jetzt irgendwie denke, okay, es ist irgendein... Also ich dachte halt, vielleicht wäre es irgendein Brief gewesen. Irgendwas, was die halt hin und her geschrieben haben, wo die dann gemerkt haben, oh krass, wir haben ja noch voll die Connection und so. Wir kennen uns gegenseitig noch. Da steht etwas mit 23. Januar, aber das ist halt 58. Ich versuch's mal. Ich versuch's vielleicht einfach mal. Wenn du aufs Klo gehst, machst du dann meine PS5 an. Woher weißt du, dass ich auf Klo muss? Hab ich das gesagt? Das ist halt auch nur Müll. Alles Müll. Sie hat doch irgendwie gemeint, kann ich das mit den Hinweisen? Da waren doch irgendwelche Zahlen im Raum, bla bla bla. Wieso habe ich da nicht so drauf geachtet, Achso, das ist das, was er schreiben wollte. Vielleicht war das auch der Grund, weshalb sie irgendwie keine Kinder wollte. Vielleicht war er hergeholt jetzt so, aber... Gibt's nichts mit der 23. Ist ja nicht, aber Symbiose und sowas. Ich versuch's einfach mal, würde ich sagen. Wofür auch immer dann die 23 steht. Aber vielleicht ist auch die 23 eine vorgegebene Zahl vom Hotel. Aber eigentlich war das ja schon von vornherein deren Plan, sich dort zu treffen. Scheiße! Power's back. Nein! I should go down to the lobby. Call the police. Wieso kann sie nicht dazu was sagen? ...23 und eine 4. Ich suche jetzt hier nach einer 23. Ich will noch diesen scheiß Safe öffnen. Sie hat es einmal kurz erwähnt und mich macht das jetzt kirre. Ich will das nur wissen, bevor wir hier die Kacke beenden.
23. April oder so, macht irgendwie auch keinen Sinn. 23 als Geburtsjahr könnte eventuell noch hinkommen. Weil die eventuell alle ungefähr so alt sind. Obwohl, wir sind jetzt bei 56, dann wären die alle ja schon Mitte 30. Passt das? Hier ist 22. November. Gibt es noch eins vom 23.? Nee. Ja, hä? Oh. Ja, nee, das ist alles nur. Half erased numbers found in the laundry room. Was? 4216? Das meinte sie! Oh mein Gott! Okay, let's go. Gut, dass ich da nochmal durchgegangen bin. Hat doch gar nicht so lange gedauert, wenn es das jetzt war. 42. Ey, dann war ich ja gar nicht so weit davon entfernt. Ich habe 4814 gesagt und das ist 4216. Ja. 4216. Oh mein Gott, ich habe die ersten Worte gelesen. Jo, guck sie dir an. So direkt in den Lauf gucken. Naja, gut. Okay, ich kann nichts daran tun. Oh mein Gott. You ruined my life, you fucking moron. I lost my house, my family, everything. And now you refuse to pay the money you owe me. For years I gave you my hard-earned money. It was all for nothing. I hope you and the All-American burn in hell. S.W. Women and 3 children killed in house fire. The Williams house, located on 32nd Street, is a total loss. 4 members of a family died in a residential fire last night. According to police and firefighters, flames were seen coming from the 2-story house by a neighbor at around 3 a.m. It took firefighters about 1 hour to extinguish the blaze. The bodies of a woman and 3 children were found in the house. Police identified the victims as Meredith Williams, 32, and her children Thomas, 12, David, 9, and Sarah, 6. Samuel Williams, the husband, managed to escape the house unharmed. Okay, das heißt, es hat also dieser Williams geschrieben. The bodies of a woman and 3 children. 3 children. Oh nein. Oh, sie hat recht. Oh mein Gott, ist das sad. Das allererste Hotelzimmer, was wir sauber gemacht haben, wo sie mitgesungen hat. Wo die 3 Bären auf dem Bett waren. Der eine war zu zerfetzt und so. Der Typ, der so übelst viele Schulden hatte. Der hat einfach seine komplette Familie verloren. Oh. Okay, jetzt schließt sich der Kreis. Weil anscheinend der Mann mit dem Feuer was zu tun hat. Hey, crazy. Und alle sind auf demselben Stockwerk. So, jetzt aber nochmal Stairs. Oder soll ich... Sie hat doch gesagt, ich soll runtergehen, oder?
Oder soll ich von hier die Polizei anrufen? Ich guck doch mal. Ich komme ja nirgendwo lang. Da steht ja auch Stairs, aber ich komme da... Achso, hä? I knew blocking the stairs would be a bad idea. Achso. Deswegen lässt sie es jetzt einfach. Springt das aus dem Fenster oder was? Okay, ne, wir gucken mal. Gab es hier auch ein Telefon? Nee, ansonsten gehe ich jetzt gleich nochmal in das Hotelzimmer zurück, in die 509, weil die hatten ja eins. Und dann rufe ich es zur Not von da. Hey, aber crazy. Wie sich der Kreis dann tatsächlich noch dadurch schließt. Hätte ich das jetzt nicht rausgefunden und wäre direkt gegangen, wäre die Info einfach komplett weg. Ach shit, ich werde eigentlich vorher pinkeln gehen. Was war denn das? No answer. Achso. He must be busy trying to restore the power in the lobby. I have to contact the police. I should be able to call from the front desk. Achso, das heißt, von hier aus kann ich den nicht anrufen. Na ja, gut. Wir gucken gleich, wie es weitergeht. Ich gehe nur kurz pinkeln. Dann mache ich die Playstation. Achso, und ich mache den Schlüssel auch noch raus, ne? Ansonsten kommst du hier nicht rein. Habt ihr PS5 gehört? Ganz schön empfindlich, das Mikro. Okay, krass. Ich meine, das Piepen von der PS5 ist aber auch immer relativ laut, ne? Und die Tür ist halt offen. Und das Mikro muss empfindlich sein. Ansonsten ist es nicht gut. Ach scheiße, ich wollte eigentlich auch mal das Kabel hier festkleben oder so. Oder irgendwas drum wickeln. Muss ich noch einmal überlegen. Okay, wie kommen wir jetzt runter? So lange dürfte das Spiel jetzt, glaube ich, auch eigentlich gar nicht mehr gehen. Als ich mir den Walkthrough angeguckt habe bezüglich des einen
bezüglich der einen Lösung da, mit dem Zettel mit Doris Day. Da ging das noch 45 Minuten oder so, dieser Walkthrough. Ich habe natürlich nicht weitergeguckt. Ich habe jetzt keine Ahnung, was passiert. Aber dadurch, dass wir jetzt noch ein paar andere Sachen gelesen haben und so, dürfte es eigentlich nicht mehr lange dauern. Achso, ich wollte noch kurz... Okay. Power's back. Now I should go down to the lobby. Ja, hier ist alles Call the voll. police. Du kannst es hier nicht wegstellen. Beth hat keine Zeit. Wie soll ich denn sonst in die Lobby kommen? Hier drüber wohl nicht. Soll ich jetzt den Aufzug benutzen und die Leiche da wegschieben? Aber bringt ja auch nichts, wenn unten kein Strom ist. Jetzt mal auf den Knopf drücken. Oh, da stand Leave. Hä? Ja gut, dann leaven wir mal, wenn das geht. Nee, nicht Inspect. Oh mein Gott, sie schiebt wirklich die Leiche weg. Trag doch die Leiter einfach nur 3 Meter rüber. Wo ist denn das Problem? Oh mein Gott, der Tatort. Ugh. Oh mein Gott, ich hatte gerade, was sind das für Geräusche hinter mir? Das war der Aufzug. Ich dachte gerade, wow, das ist ja gerade eine Katze irgendwie im Runterfallen, aber... Oh mein Gott. Dieses Game. Ja, jetzt sind wir wieder in der Lobby. Beth, wo bist du? Lass uns gemeinsam weggehen, wie du es gesagt hast. Wir haben einfach nichts gesehen. Wir haben uns heute krank gemeldet oder so. Sie ist nicht da. Kann ich hier reingucken? Na gut, hier konnte ich schon am Anfang reingucken. Bringt uns jetzt auch nichts. Das habe ich gesehen. Da komme ich wahrscheinlich eh wieder nicht rein. Aha. Müssen wir wahrscheinlich... Managers Office. Anybody down here? Es ist schon sehr komisch leer hier, ja. Da hat gerade was gerauscht, aber ich gehe hier jetzt erstmal kurz... Hier kann ich rein, okay. Da nicht, war klar. Ah, da ist noch eins. Je! Ich wollte gerade sagen, was ist, wenn ich alle davon finde, wenn ich eine Trophäe kriege. Und zack, da ist sie. Sie hat zwar nichts dazu gesagt, aber es zählt. Ja. Geil. Ist einfach keiner da. Strom ausgefallen, alle weggegangen. Doch dieses Geräusch. Das ist einfach nur das Rohr. Wahrscheinlich. Ja gut. Achso. Okay. Muss ich dann in den Raum? Kann ich da jetzt doch rein? Hä? Beth? Where is everyone? Oh mein Gott, ist das creepy. Hat jemand Schach gespielt? Wunderschön. Hat jemand gewonnen? Keine Ahnung, ich habe keine Ahnung von Schach. So, Da ist ein Auto lang gefahren. Lol. I can't leave just yet. I need to deal with this. Ja, ist ja in Ordnung, aber wo sind denn die Leute hin, Mann? Sind die gerade eine rauchen oder was? Ja gut, vielleicht muss ich halt einfach die Polizei rufen, ohne dass... Ach ja, wir da reingehen müssen. Wow.
Montreal Police Service, Station 22. There's a man dead. He's been murdered. I need the police. Please stay calm, ma'am. Where are you right now? The lobby, but the body, it's upstairs. Can you give me the address, please? Oh, 1178 Drummond Street. All right, ma'am. Officers are on their way. Thank you. Es ist so ruhig hier. No, I just have to wait for the police. Wenn sonst nichts ist. Oh, kann Why ich das... does the VIP want to meet with Paul? Maybe he fell for his role-playing and wants to hire him as a private investigator. To our reception staff, discard previous instructions. Our prestigious guest has expressed the desire to meet the guest from room 505. I cannot fathom what such an illustrious man wants from such a freak, but if you see him, please direct him towards my office. Thank you. Bernard really wants Paul out of the hotel. To all reception staff, I have heard more reports on the guest from room 505 and his strange behavior, following people around, spying on guests, etc. As you are all aware, we have a very prestigious guest in room 602, and I would hate for this stay at our distinguished establishment to be tarnished because of some other undesirable guest. Informed the guest in 505 that he must vacate his room as soon as possible. Invent an excuse if you have to. Also, note that from now on our "if you can pay, you can stay" policy is no longer applies. Okay, guests who do not fit in the hotel's new elevated standards should be denied a room. Thank you. Okay. Okay, da kann ich nichts. Hier. Okay, I can see how this could make Paul look bad. But it's obvious Bernard cares more about the hotel's reputation than the guests' well-being. Hier haben wir noch was. So Anne and Marcella really are planning to run off together. Was what happened to Hector part of their plan? Ah. Von Chicago nach San Francisco. Ah. Is this the brochure Beth was talking about? The one that came in the mail for Anne? The West Coast. That's about as far from Montreal as you can get without crossing an ocean. Ja, wahrscheinlich will sie deswegen dahin. Einfach weg. Fühle ich tatsächlich sehr. So, das haben wir alles gefunden. Boah, dieses Foto, ekelhaft. Ist hier noch irgendwas? Sieht irgendwie nicht so aus. Das habe ich schon gefunden. Ah. Oh, hey you. Great timing, right? I'm thinking if we're lucky, Bernard will let us go home. No Tja. point in working in the dark. Sophie? Bean, you're not scared of the dark, are you? Hey, is everything okay? I found Mr. Cruz. Hector, Oh, you did? What was the bloke up to? you don't understand. I found his body. He's dead, Beth. Merde. Merde. Sit down, okay? You look like you're about to faint. Spiel ihr was vor auf dem Klavier.
you called the police? Yeah, they're on their way. What happened? Was there an accident? No, I don't think so. Someone did this to him. You mean... Merde. Do you think it could have been Anne and Marcella? Tja, das ist halt so das Ding, ne? Eigentlich ja. Aber der Typ hat ihn umgebracht. Würde ich jetzt mal so schätzen. Vielleicht hat sie es in Auftrag gegeben, aber eigentlich sollte er ja gar nicht da sein. What about Paul? He and Hector were caught fighting. I also found a letter from one of Hector's customers. He seemed really angry. I guess it could be him as well. The cops will want to talk to you. Know what you've seen. You need to be careful about what you tell them. If word of Anne and Marcella's affair gets out, they may put a label on them that will really hurt them. It might not even matter in the end if they did it or not. Ja, eigentlich verstehe I ich's. think I know what you mean. It's easier to put the blame on people who are different from you, even if you're wrong. I'm glad you can see that. It makes the world a little safer to have people like you in it. You know, Oh, Beth. I was barely 20 when I was shoved into a police car for just hanging out with people who made me feel like I wasn't so messed up after all. What? Where did that happen? At a bar called the White Cat. It's supposed to be a safe space, but it gets raided by cops every now and then. I know Anne was caught at least once too. Wait, you know her? No, I've never talked to her, but I've seen her a few times. Oh. Marcella and her, they're just like me. Thank you. Thank you for trusting me with this. Aha. Maybe now you can understand why I care so much about you. I don't know if I'm feeling inspired by Anne and Marcella, or if it's the shock of being so close to an actual murder, but, I'd really like for us to be more than just friends, Sophie. Ja! Ja! Yeah, I'd like that too. That's... That's great. The police is here. Just be mindful of what you tell them, okay? Yeah, of course. Ich find's immer noch geil, dass ich am Anfang, als wir Beth das erste Mal begegnet sind, da habe ich noch gesagt, boah, die hat voll die angenehme Stimme. Und dann ging das Flirten los und zack, jetzt sind die quasi ein Paar. Ist das nicht wundervoll, neben so einer grauenhaften Geschichte oder mehreren grauenhaften Geschichten auch ein paar schöne dabei zu haben? Das ist doch, dieses Spiel, ey, wirklich. Ich hätte nicht erwartet, dass ich es doch so gut finde. Im letzten Part hatte ich mir ein bisschen Probleme, so beim letzten Mal. Aber diesmal ging es voll klar. Miss Roy? Miss Roy? Miss Roy! Ah. Oh, sorry. I was distracted. I really need you to focus right now. I don't want to be here all night, and I'm sure you don't either. No, I don't. So, as I was saying, we're trying to ascertain the circumstances of Mr. Cruz's death. Can you tell me how you came to find the body? I was cleaning room 509 when I heard the elevator bell ring. Again and again and again. I thought maybe a child was playing with the doors, so I went out in the corridor, and that's when I saw him. All the blood and... Why was the elevator bell ringing? I'm sorry? You said you heard the elevator bell ring. Why was it ringing? I assume it wasn't a child after all. Oh,
Oh mein Gott, jetzt müssen wir uns auch noch dafür entscheiden, ob wir die Wahrheit sagen oder nicht. Aber können wir dafür belangt werden? Also, das ist eine gute Frage. Kann man in den 50ern dafür belangt werden, dass man halt eine Leiche angefasst hat, um sie zu verschieben, um in die Lobby zu gehen, um die Polizei zu rufen? Egal, ich sag die Wahrheit. Well, Mr. Cruz's body was preventing the doors from closing. Really? When we found the body, it wasn't that close to the doors. Oh, the stairs are blocked because of the renovations, so the elevator's the only way out of the 5th floor. I had no choice but to move the body. Just a little. Ah, so that explains the traces we found. Thank you for clearing that up. So, No. what did you do after that? The Traces. Okay, ich hoffe, sie haben jetzt nicht gemeint, die Traces, dass der jetzt irgendwie durch den halben Flur gekrochen ist, aber... Well, that's when the power cut. So I had to go to the janitor's closet. To access the fuse box. Exactly. I changed a few fuses and turned the power back on. But there's a lock on that box, isn't there? Did you have the key? Ich muss eigentlich die Wahrheit sagen, Mann. Ich bin so ein Wahrheitsmensch. No, I didn't. Only Eugene does. But I thought an ice pick might do the trick, so I went to the ice machine to get one. You're a size 7, I suppose. Yes, I am. Why? What did you see when you went to the ice machine? There was blood. A lot of it. Did you touch anything? I might have touched a few things. I might have touched a few things. Just to figure out what had happened to Mr. Cruz. Of course you did. Why so many witnesses can't help but compromise the evidence is just beyond me. Anyway, what did you do after restoring the power? I took the elevator down to the lobby. That's where I called the police. Do you remember what you said to the operator? The exact words. No, I'm afraid I don't. You said, there's a man dead. He's been murdered. That's possible. What makes you so sure it was murder? Hast du ihn gesehen? Als ob der hinfällt? Oh lol. Was ist, wenn es wirklich gar kein Mord war? Was ist, wenn er hingeknallt ist, weil ja auf der Eismaschine so viel Blut war? Was ist, wenn er hingeknallt ist, durch irgendeinen dummen Zufall mit dem Kopf auf die Eismaschine irgendwie aufgeschlagen ist, da das ganze Blut hinterlassen hat und dann zurückgekrochen ist? Obwohl, er hatte aber den Zettel in der Hand mit der Lebensversicherung. Das wäre schon echt merkwürdig. I've been snooping around. Mr. Cruz received some death threats. Wenn ich das untere nehme, dann heißt es ja, ich habe Beweise sozusagen, ne? Well, I know about Mr. Cruz's angry customer. The one who sent him death threats. Oh, yes, we found those. But the customer in question lives back in Texas, so there's no way he could have killed Mr. Cruz. Achso. Actually, I think he may be staying at the hotel. Have you encountered him? No. In room 504, there's a guest who seems to be traveling alone. Yet, he has these 3 teddy bears in his room. Mr. Cruz's customer lost his 3 children in a fire, and these bears are slightly burnt. So... An interesting deduction. I'll look into that. Ja. But how do you even know about the death threats? I've been snooping around. I've been Okay. snooping around the guests' rooms. I didn't think you'd admit it. You knew already? We found pictures of you snooping around. Ja. Oh, Ich hab sie nicht weggeworfen. Now,
Unless you want me to arrest you for violating your guest's privacy, Nein! I suggest you tell me everything you know. All right. Let's start with the victim's wife, Marcella Cruz. Apparently, she left in quite a hurry this morning. What can you tell me about her? Marcella has an affair with another woman. She's having an affair, but it's not what you think. She's been in love with another woman since college. They've been apart for more than 10 years, and now Yes, I know all about Mrs. Cruz and Mrs. Beaumont's sexual deviance. Have you ever witnessed them engaging in immoral behavior? What do you mean? I'm asking if you've seen them being, intimate. No. Leider nein. I haven't. No. And did you hear them discuss their deviant ways in front of Mrs. Beaumont's son, perhaps? Imagine what kind of effect such perversion can have on a young child. No, I didn't hear anything. Did you hear them express their hatred of men? Did they Oh ever my talk about God. violence against men? Did you hear them speak ill of Mr. Cruz? Halt doch dein Maul! Oh. Alter, macht mich das wütend, ne? Junge. Oh. Grad so Aggression in mir. Take a stand oder deny? Ich habe keine Ahnung, Mann. Ich mach Take a Stand. Ich habe keine Ahnung, was What passiert. are you trying to imply? That Mrs. Cruz killed her husband because she hates men? I've seen it before from lesbians. This has nothing to do with hate. It's about love. Not that you'd understand. Oh, and you think you do? Then please, enlighten me. She's brave enough to be with the one she loves. That doesn't make her a criminal. Echt That doesn't mal. mean she killed her husband. I'm Genau. starting to worry you may be one of them, Miss Roy, since you're so eager to defend And these... I Ja, bin worry ich, about your und? ability to do your job, detective, since you seem to be such a... Enough! One more word, just one more word, and you'll be spending the rest of your night in a cell. Oh mein Gott, Rest der Nacht. Now get Oh. the hell out of here. I've had enough of you. Ich auch von dir. Alter, was für ein Penner. Was für ein Penner. Und ist Beth bei ihr? Ich hoffe doch. Und sie hat ihren Job verloren, oder? Bernard was strangely chipper on the phone. That can't be a good sign. I guess I'll know soon enough. Aber, obwohl, wenn ich die nahe gemacht hätte, ich weiß nicht, ob der Typ mich dann irgendwie vielleicht gemocht hätte oder so. Ich hoffe, das ist eine Farbe da auf der Leiter. The atmosphere is so different in here. Will it ever feel like it used to? Ich weiß, was du meinst. Noch ein letztes Mal. It'll probably be a while before the hotel reopens. Ist das jetzt ein neuer Zeitungsartikel? Anne, Marcella, and Paul are all suspects for Hector's murder. Was there anything I could have done to protect them? Ach nee, ich will das nicht so stehen lassen. (19. Februar, 2 Tage später. Death and deviancy at Clarendon stores. Montreal police continue to move forward with the investigation into the tragic death of an American tourist, Hector Cruz. The 32-year-old insurance agent, accompanied by his wife, was enjoying a stay at the Clarendon Hotel when his life was tragically cut short on Monday. Though the investigation has yet to conclude, Detective Lieutenant Maurice Tremblay
revealed to the press that Mr. Cruz's death has been ruled a murder. Multiple suspects have been apprehended and taken in for questioning. One such suspect is Paul Morgan, an unmarried army veteran who stayed at the Clarington alone, 2 doors from Mr. Cruz. On Sunday, one day before the murder, Morgan was seen verbally, then physically provoking Mr. Cruz in the hotel lobby. Investigations have revealed that Morgan is a former patient of McCord Psychiatric Hospital in Syracuse, New York. According to hospital personnel, Morgan was admitted for displaying erratic, occasionally aggressive behavior. He was released less than a year ago. Mr. Morgan immediately struck me as strange and unsettling, recalled Bernard Leduc, owner of the Clarington. I was the most vocal in my desire to eject him from the hotel as soon as possible, and I took great strides to make this happen. Although no formal charges have been filed as of yet, the incident has led to an increased interest in the movement against the planned construction of the Ray of Light Psychiatric Hospital. In a strange twist of fate, the construction is sanctioned. The hospital is to be located just down the street from the Clarington. Muss niesen? Oh. Danke, Franzi. Danke, dass du mich eklig nennst. Ich glaube, das ist die Allergie gegen toxische Männer, die ich habe. Ist gerade wieder angeschlagen durch das Gespräch, gerade mit dem Polizisten. Wo war ich? Achso, da. Oder? Noch einmal. Achso, da. The victim's wife, Marcella Cruz, is also considered a person of interest by the police. Mrs. Cruz's absence following the discovery of Mr. Cruz's body was seen as conspicuous and suspicious. Ja, stimmt schon. Said Detective Lieutenant Tremblay, adding that further evidence suggests that Mrs. Cruz is involved in a homosexual affair. Dass sie das auch so schreiben müssen, ne? Ich meine, natürlich, ja, es ist Zeitung und so, aber für die damalige Zeit, naja gut, da ist es halt wahrscheinlich genau dann gerade wirklich ein Highlight, ne? Für die. Miss Cruz was apprehended by policemen at the Gare Central, at the Gare Centrale de Montreal, so. She was in the company of another of the Clarington's guests, one Anne Bursey, whom police suspect is the woman with whom Mrs. Cruz engaged in sexual deviancy. Mrs. Bursey, a resident of Montreal, is a housewife pursuing a divorce from her husband, Louis Bursey. She and her 9-year-old son, Michael, eluded Mr. Bursey by occupying a room at the Clarington for over a month. So lange, ey. In an interview with the Montrealer, Mr. Bursey deplored his wife's penchant for melodrama and urged her to cease poisoning their son's mind. Mr. Bursey was frank about his wife's history of poor decision-making, including making frequent late-night visits to the White Cat. The White Cat is one of the city's many underground bars and meeting spots known to attract sexual deviants such as Mrs. Cruz and Mrs. Bursey. Diese Wortwahl. Yesterday evening, Montreal police promised more raids to counter the growing number of such establishments. Vielleicht hätte ich am Ende doch deny sagen sollen, also denyen sollen. Vielleicht hätte ich am Ende einfach nichts sagen sollen. Aber die wussten das ja schon. Also, was hätte es gebracht? So ohne Witz.
schön, dass sie das hier repariert haben. Aber was hätte es halt gebracht, wenn die es eh schon wissen, so? Dann hätte es doch trotzdem am Ende... Kann ich mir Kippen holen jetzt? Ja. Schade. Jetzt hätte ich welche gebrauchen können. Ugh, go to hell. Beth, Hey, are you okay? I'm out of a job. But other than that, yeah, everything's just peachy. What? No, I Wieso hope you're sie? luckier than I am. Come join me when he's done with you, all right? I'll be questioning my life choices on the mezzanine. yeah. Yeah, okay. Ah, Miss Roy. Come in. I suppose you know why you're here? Actually, not really. Also, keine Ahnung. Ich bin nur eine dumme Frau. Bitte sag mir, weshalb ich hier bin. I would guess it has something to do with the murder. Well, you'd be right about that. We've been getting a lot of press lately, and not the good kind. I wouldn't expect you to understand the position I'm in, but I assure you, it's quite uncomfortable. To have one's life's work blown away like that. All thanks to some sexual deviance and a nut job. It's obvious to me now that I haven't been firm enough. For guests of such morals to be comfortable booking a few nights here and committing such a horrid act. Things need to change. This means elevating our standards to the highest possible level, and it starts with the people working here. It starts with you. With me? Yes. From what I've heard, you've been quite the exemplary maid lately. Clean rooms, satisfied guests. I take my job very seriously. As you should. I had planned to give this month's Employee of the Month title to Wendy, but since she's no longer with us, I'm thinking of giving it to you instead. Really? You should know it comes with the responsibility of being a glowing example for other staff members to follow. Is this something you believe you can do? Klar! If it comes with a reward, Would yes, it okay. come with a reward? I see you're a pragmatist. Yes, it would. Okay. Then I'll do it. Good. I expect you to be here on Monday, first thing in the morning. There's a lot of work to be done before the reopening. That'll be all. Lol. Ich dachte schon, ich muss gleich wieder anfangen zu niesen, aber er war jetzt gar nicht so scheiße. Oh, komm schon. Habt ein cutes Ende. Bitte. Hey, Hey, what a week. yeah. So, what did Bernard want with you? He offered me the Employee of the Month title. Good for you, Bean. A shame I won't get to be there when you receive your reward. I'm Oh. so sorry. Hey, it's not your fault. I know, but it's so unfair that I get rewarded while you lose your job. Don't feel bad about it. You deserve it more than I do. Did Bernard say why he was firing you? Ugh. He was going on and on about keeping deviants out of the hotel, so I may have lost my cool a little. A little? I told him I was one of those deviants he was so afraid of. He froze for a moment, then showed me the door. So, what's next for you? I think I'm done working under Bernard's or Linda's. Maybe it's time I become my own Bernard. Minus the fascism, of course. I could see myself owning my own establishment, one that caters to the right kind of crowd. Believe it or not, I do enjoy the company of people, just not, you know, the stuck-up, entitled clientele of this prestigious hotel. But maybe if I were behind the counter of, say, a bar, instead of a reception desk,
Was that silly? No, it's not. In fact, you'd be perfect for it. You're the most charming person I know. Thank you. I'm really glad you're in my life. Me too. Franzi, siehst du das? Siehst du das, wie süß die zueinander sind? Und du nennst mich ekliger, weil ich niese. Schreib dir das mal hinter die Ohren. Das sind wir doch auch. Ich sag nur eine Nachricht über deiner letzten. Das steht eklig. Ja, doch. Meistens sind wir schon so. Ja, ja. Oh! Oh mein Gott, was ist, wenn ich jetzt sage, kann ich dich küssen? Und der Typ kommt dann raus und dann sieht er das. I don't want to lie like Ende, Marcella. What do you think will happen to our guests? Das ist die Frage, bekomme ich, also... Ich glaube, das oben links heißt, es ist dann Ende. Das heißt, wir können auch I don't want to lie like Anne and Marcella machen. I've been thinking about Anna and Marcella a lot. Ich hoffe, wir haben da noch die Should I be Möglichkeit. jealous? No, not in that way. I've been thinking about what they went through. How they had to lie and pretend. Day after day. How they had to live someone else's life for 10 years before they could finally be with each other. I don't think I could do that. Well, I have good news for you, Bean. Times are changing. It's already started elsewhere. And it will get here, eventually. One day, all the Annes and Marcellas of the world will live happily together, and no one will give a damn. I really hope that's true. It will be. Verdammt, ich wollte, dass sie sich küssen. Scheiße. Ich dachte, ich hatte noch die Möglichkeit. Ach, Dreckmist. Na, was? Oh nein. Ich hab das Bad Ending. Ach nee, nimm mir doch nicht noch den... Naja, okay, die ist eben Knast, aber... Ach. Ja! Ich krieg einen Staubsauger. Geil. Ah. Okay, für Sophie und Beth auf jeden Fall ein gutes Ending, für alle anderen nicht. Das kann man so sagen. So, was habe ich verpasst an Trophäen? Also, eine Trophäe ist auf jeden Fall, dass Wendy nicht gefeuert wird. Aber dann hätten wir wahrscheinlich auch den Mitarbeiter des Monatsdings nicht bekommen, ne? Also, man muss ja auch immer abwägen. You did not clean the puddle by the restrooms, leading to Andrew slipping and hurting himself. Oh, okay. Andrew würde sich also wehtun, wenn man die Pfütze nicht wegmacht. Ja, okay, die Story nochmal mit Andrew spielen, ja. Genau. Das ist diese
Nachricht von Wendy. He protected Wendy, which caused Linda to get fired. Linda to get fired? Als ob er die feiern würde, ja. Als ob er die feuern würde mit der Vögel. Krass. You messed up while talking to Bernard, forcing your acolytes to step up and take the fall for you. Weiß gerade nicht genau, was es heißen soll. Who did not prevent Eugene from getting fired by Bernard. Hi, Happy Anime. You put money in your tip jar so you can go... Scheiße! Ich wusste, dass ich es hätte machen können. You and your allocate kiss. Nein, ich hätte eine Trophäe dafür bekommen. Thanks for actions, no one was sent to prison. No one was sent to prison? And the police is at an Okay. Thanks to actions, the real culprit ended up in prison. Anna Marcella avoided prison. Paul avoided prison. There's no deviants to blame for this failure. Bernard gave the hotel back to his brother? You tampered with evidence, got caught and ended up in prison. Ich? You got Linda fired and were a good maid, and Bernard remained manager, so you receive a promotion. Was? Man kann eine Beförderung kriegen? Wie umfangreich ist denn dieses Game? You chose a stand-up to Bernard and quit, but now you have no money and a lot of regrets. Scheiße. Oh. New Game Plus. Es ist halt, also, ich kann ja mal gucken, was passiert, wenn ich auf Continue gehe, aber wahrscheinlich müsste ich das Game halt einmal komplett von vorne anfangen. Oh! Nein! Ich kann sie doch küssen lassen am Ende. Machen wir das noch? Und ich könnte Deny machen. Ich könnte Deny machen, was auch immer dann halt passiert. Ugh, go to hell. Beth, Hey, are you okay? I'm out of a job. But other than that, yeah, everything's just peachy. What? No, I hope you're luckier than I am. Come join me when he's done with you, all right? I'll be questioning my life choices on the mezzanine. yeah, okay. Den Kuss verwehren. Ah, Miss Roy. Come in. I suppose you know why you're here? Ah, naja, gut. I would guess it has something to do with the murder. Well, you'd be right about that. We've been getting a lot of press lately, and not the good kind. I wouldn't expect you to understand the position I'm in, but I assure you, it's quite uncomfortable. To have one's life's work blown away like that. All thanks to some sexual deviance and a nut job. It's obvious to me now that I haven't been firm enough. For guests of such morals to be comfortable booking a few nights here and committing such a horrid act. Things need to change. This means elevating our standards to the highest possible level, and it starts with the people working here. It starts with you. With me? Yes. From what I've heard, you've been quite the exemplary maid lately. Clean rooms, satisfied guests. I take my job very seriously, sir. As you should. I had planned to give this month's Employee of the Month title to Wendy, but since she's no longer with us, I'm thinking of giving it to you instead. Really? You should know it comes with the responsibility of being a glowing example for other staff members to follow. Is this something you believe you can do?
eigentlich nochmal dasselbe, ne? Weil die Nei kam erst danach. Oder bin ich... Nee, Moment mal, die Nei, war das nicht bei dem Parfüm mit die Augen spritzen? Ja. Ich überlege gerade... Oder war das die Nei bei dem Cop? Das macht die keinen... An example? Me? No, I don't think I can. Mal das. Well, that's a shame. I've heard this month's reward from Weston's will be quite nice. Well, I'm sure one of your colleagues will be more than happy to have it. That'll be all. Viel Spaß mit dem Staubsauger. Achso, Franzi, wolltest du dann eigentlich nochmal irgendwie Mittagsschlaf machen oder so? Hey. What a week. Yeah. So, what did Bernard want with you? He offered me the Employee of the Month title. Good for you, Bean. A shame I won't get to be there when you receive your reward. Actually, I told him I didn't want it. You did not. I did. The reward would have been nice, but it's not worth selling my soul to the devil. Oh. You're quite right about that. Did Bernard say why he was firing you? Ugh. He was going on and on about keeping deviants out of the hotel, so I may have lost my cool a little. A little? I told him I was one of those deviants he was so afraid of. He froze for a moment, then showed me the door. Warum? Achso, nee, weil ich halt überlegt hatte, eventuell halt das Game nochmal zu rushen, um halt die Optionen, die halt für die anderen Trophäen relevant sind, nochmal durchzugehen. Und wenn du halt jetzt zum Beispiel sagst, du willst dich halt wieder hinlegen, so wie die letzten Tage und dann so bis 18 Uhr oder sowas pennen, dann könnte ich das halt währenddessen machen. Ich bin mir aber auch noch nicht so sicher, weil ein kompletter Walkthrough und ich weiß nicht genau, ob die da wirklich alles durchlesen lassen, sozusagen, weil das war halt ohne Commentary und so. Der ging halt fast 3 Stunden. Und wenn ich jetzt nur mit Durchrennen 3 Stunden bräuchte, wäre halt schon krass so. Da müsste ich mir halt wirklich, müsste ich halt noch alles wissen. Ich müsste jeden Safe-Code wissen. Ich müsste jedes Passwort, keine Ahnung was wissen. An den Teufel habe ich zu viel verpasst. Naja, also an den Teufel meinte sie halt den Besitzer des Hotels halt. Weil das halt einfach ein Arsch ist so. Ich mache aber die Tür zu. Ich weiß selber noch nicht, ob ich schlafe. Ich bin gerade selbst. Okay. Well, I'm not one bit worried about you. I know you'll be just fine. Yeah, I do have a cat-like ability to land on my feet. And think of all the good times you'll have away from Bernard. I'll miss annoying him. He turns into a particular shade of red that only I can get out of him. But no, you're right. It's time for new challenges. I could see myself owning my own establishment, one that caters to the right kind of crowd. Believe it or not, I do enjoy the company of people, just not, you know, the stuck-up, entitled clientele of this prestigious hotel. But maybe if I were behind the counter of, say, a bar, instead of a reception desk. I don't know. Is that silly? No, it's not. In fact, you'd be perfect for it. You're the most charming person I know. Thank you. I'm really glad you're in my life. Oh. Das ist so cute, ey. Jetzt aber. Can I? Kiss me? Yes. I thought you'd never ask. Oh. That was... I know.
Ja! Ach so, danach kann man weitermachen. Ich hätte es vorhin schon machen können. Lol. What do you think will happen to them? Who? Sorry, my mind wanders sometimes. I meant Paul, Anne, and Marcella. Do you think they'll be released? Yeah, I think so. Paul will probably become a famed photographer. His portrait of you will be hanged at the Louvre, entitled The Inconspicuous Maid. It will sell for millions. Is that so? Yeah, and Anne and Marcella will ride into the sunset on the back of 2 Appaloozas, watching over their newly acquired ranch. They'll be constantly followed by their only sheep. They'll call him Paul, for old time's sake. I like that. I just want them to be happy. Me too. Ja gut. Das ist jetzt wieder dasselbe Ding. Alle sind verhaftet worden. Alle. Einfach alle. Aber ich glaube, ich kann alle anderen... Oh, das Foto dazu. Oh, das ist so cute. Ich glaube, ich kann in einem Walkthrough gar nicht alle weiteren Trophäen holen, die mir fehlen. Ja, weil, ne? Also, okay. Paul und Marcella sind halt nicht im Gefängnis gelandet, aber vielleicht kann man das alles zusammen halt machen. Aber dann gibt es ja auch noch ein Ending, dass keiner ins Gefängnis kommt. Das heißt, ich brauche eigentlich, glaube ich, noch mindestens 2 Walkthroughs und ich muss bei beiden jeweils wissen, was ich tun muss. Und das weiß ich natürlich nicht. Also, man kann sich zwar schon denken, ne, hier die Pfütze halt nicht wegmachen, halt Andrew nehmen und dann eventuell mit Andrew zusammenkommen oder so. Wie ekelhaft wäre das denn? Halt die Nachricht entfernen, damit Linda, damit Wendy nicht gefeuert wird. So, das geht halt. You messed up while talking to Bernard, forcing your other kid to step up and take the fall for you. Oh nein, dann würde Beth zum Beispiel ankommen und sagen, ey nein, sie hat damit gar nichts zu tun. Und dann wird sie dann dafür belangt oder halt, okay, das könnte ich dann mit Andrew machen, das wäre dann nicht so schlimm. Do not prevent Eugene from getting fired. Ach so, ich hab dafür gesorgt, dass er nicht gefeuert wird. Und hier müsste ich dafür sorgen, dass er gefeuert wird. Das Trinkgeld habe ich halt bei dem Run eigentlich überlegt, ob ich es mache, aber ich dachte, das fällt ja auf, wenn das Trinkgeld fehlt. Hätte ich aber ruhig machen können. No one was sent to prison. No one was sent to prison halt, ne? Your actions corporate ended in prison. Thanks to actions avoided prison. Ja, also ich glaube, das wäre eigentlich zu viel. Und ich glaube, das Spiel irgendwie 3-mal dann irgendwie noch hintereinander durchspielen, wäre irgendwie ein bisschen, oh. Wer war denn jetzt nochmal Andrew? Andrew war der Typ, der auch in der Lobby gearbeitet hat. Da hat ja Beth vorne gestanden und im Hintergrund hat halt ein Typ telefoniert oder der hat auch am Telefon beim letzten Mal hat er halt bezüglich des Limericks so einen Hinweis gegeben, dass es halt vielleicht ein Schauspieler ist oder so oder ein Sänger. So ein nerdy Typ. Und man kann halt, das habe ich halt in dem Walkthrough beim Durchskippen gesehen, aber da waren wir ja schon, man kann halt, wenn man sich diesen einen Schlüssel für die eine Kiste irgendwie nachmachen lässt, also wo Beth einem zeigt, dass man halt so eine Form machen kann und den Schlüssel da reindrücken kann, um sich halt eine Kopie des Schlüssels anzufertigen,
kann man halt auch Andrew nehmen. Und da weiß das irgendwie auch. Außer den kannte ich auf jeden Fall nicht, sonst wäre er mir in Erinnerung geblieben. Er kam bei mir auch tatsächlich halt nur zweimal kurz vor. Also, dass man sich nicht dran erinnern kann, ist, glaube ich, eigentlich auch dann in Ordnung, sage ich mal, weil ich habe halt immer versucht, nur mit Beth zu reden. Weil ich halt schon so ein bisschen gehofft habe, dass es dann in die Richtung geht. Dementsprechend ist das auf jeden Fall nicht schlimm. Aber habe ich eventuell noch irgendwie ein Safe State oder wird das überschrieben? Ich hätte zur Not noch was bei 14 und bei 31%. Aber wie gesagt, dann müsste ich jetzt erstmal googeln. Ich müsste googeln, was muss ich dafür machen. Ich müsste mir einen Trophäenleitfaden raussuchen. Müsste versuchen, das alles so hinzukriegen. Und das Game dauert halt schon im direkten Walkthrough trotzdem 3 Stunden, ne? Wir haben jetzt 8 Stunden, okay, eine Stunde muss ich abziehen, ungefähr 7 Stunden gebraucht. Das ist schon ordentlich lang. Also ich glaube, das ist so wahrscheinlich so das längste, wie jemand auf YouTube für dieses Spiel gebraucht hat. Aber ist ja auch nicht schlimm. Wir wollen ja möglichst auch alles davon